Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ihr kennt ja schon meine Kollegin Bettina, die euch vor einiger Zeit die Subbass-Blockflöte und die Großbass-Blockflöte vorgestellt hat. Und jetzt glaubt ihr nicht, was passiert ist. Als wir die Videos gedreht haben, haben wir einen Moment nicht aufgepasst und die Nachbarjungs haben Bettinas Sopran-Blockflöte in der Mitte durchgesägt. Das war nur ein Scherz, das würden meine Nachbarjungs niemals tun. Bettina hatte nämlich eine ganze Kiste mit Blockflötenteilen mitgebracht und unter anderem auch diese halbierte Blockflöte. Und dazu erzählen wir euch in diesem Video mehr. Ihr könnt hier mal sehen, wie das Innenleben einer Blockflöte aussieht und wie die ganze Geschichte funktioniert mit dem Block. Warum die Blockflöte Blockflöte heißt. Und zwar nicht deshalb, weil sie aus einem Holzblock gefertigt wird, sondern weil in dem Holzblock nachher auch noch ein Block drin ist. Mehr dazu jetzt im Video. Viel Spaß beim Anschauen. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute mit Bettina. Genau, Bettina. Ich spiele auch Blockflöte, leite ein Ensemble und kenne Vera sehr gut. Und weil ich so ein paar Sachen zum Zeigen habe, dachte ich, komme ich doch mal vorbei und zeig die mal so vor. Ja, und du hast heute eine ganze Kiste voller kaputter Blockflöten, die du uns zeigst, ne? Sowas. Kaputte Flöten, beziehungsweise welche, die noch gar nicht fertig sind. So, das ist also deine Spielzeugkiste hier heute. Genau. Genau, und da sind lauter Teile drin, aus denen man eine Blockflöte machen kann. So ist es, genau. Okay, da schauen wir uns mal an. Als erstes, genau, die meisten Blockflöten sind ja aus Holz gemacht. Und der Blockflötenbauer, damit er so eine Flöte bauen kann, bekommt er solche Holzkanteln, je nachdem, welches Holz man da hat. Das ist jetzt hier Ahornholz. Das sind so eine quadratischen Holzkanteln. Also daraus macht er jetzt den Korpus? Daraus macht er den Korpus, genau. Hier habe ich noch eine kleinere. Genau. Daraus würde ein Kopf gemacht werden. Ich zeige mal eben im Vergleich die Blockflöte, wenn sie fertig ist. Genau, das wäre der Kopf. So. Genau. Und dann nimmt er so eine Holzkantel und spannt die in so eine Drechselmaschine ein, so wie so eine Drehmaschine. Die werden dann rechts und links einspannt. Dann dreht sich das ganz schnell und dann kann er mit so einem scharfen Werkzeug die Kontur daraus fräsen. Das ist jetzt Ahornholz? Das ist Ahornholz. Ich habe hier eigentlich Buchsbaumholz jetzt bei dieser Sopranblockflöte. Ahornholz ist ein bisschen blasser und heller. Hier, die ist ja auch aus Ahorn. Hier, das ist Ahornholz. Die ist jetzt dunkler geworden mit der Zeit, sieht man auch. Und auch ein bisschen geölt. Ja. Aber da kann man sich schon vorstellen, dass daraus so eine Flöte entsteht. Genau. Genau. Und wenn man die nämlich halt so eingespannt hat und erstmal drehend bearbeitet hat, dann hat er irgendwann, bekommt man so einen Teil daraus. Das ist jetzt Birne, das ist jetzt ein anderes Holz. Dann sieht man schon, so ein bisschen in Innenloch hat er auch schon eine Bohrung. Ist zwar noch nicht die von der richtigen Größe her, aber hier sieht man schon so ein bisschen eine Ahnung, hat man, was es denn mal werden soll. Super. So, das ist ein Unterteil. Okay, du kannst einfach ablegen hier. Genau, jetzt gucke ich mal. Ich bastel mir dann eine Blockflöte. Jawohl. Hier würde jetzt aus dem Teil fürs Kopfstück erstmal das Rund gemacht werden. Ja, und so sieht das Kopfstück später aus, ne? Hier sieht man noch mehr Flöte. Das Unterteil hat jetzt schon wieder diese Kontur. Das ist jetzt eine Flöte, die ist zweiteilig. Eben, also da ist jetzt nicht das Fußstück extra wie bei mir. Hier kann ich das ja abmachen. Genau, bei der Flöte wäre es dran. Ja, diese Ganassi-Flöten, die sind auch in einem Stück, aber die sind jetzt nicht so von der Form anders. Ne? Genau. Hier sieht man auch schon den Zapfen, dass hier so ein Einschnitt ist, wo später mal entweder eine Fadenwicklung reinkommt oder ein Kork, je nach Flöte. Genau. Da ist jetzt schon die Innenbohrung vorhanden. Und das Kopfteil, Moment, ich leg den mal weg. Ich kriege immer einen Schrecken, wenn da was umfällt. Ja, das ist ja noch nicht fertig. Es passiert nichts. Das kann alles umfallen. Hier sieht man schon mal ein bisschen mehr, dass es aussieht wie ein Kopf, Löwenkopf. Da sind doch beide Seiten gleich ungefähr, ne? Ja, genau. Da ist eine dicker. Die ein bisschen dicker, genau. Du fehlt doch noch das Wesentliche. Genau, aber das sieht schon mal ein bisschen. Ach nee, ist eine andere Flöte einfach. Genau. Ich meine, der Block von der Blockflöte, der kommt später. Der kommt später, okay. Genau. Der kommt später, der kommt zum Schluss. Jetzt habe ich erstmal nochmal ein Unterteil, das ist jetzt wieder helles Ahornholz, das ist von einer anderen Flöte.
wieder einteilig. Da sind jetzt schon die Grifflöcher drin. Ja, und bei den Grifflöchern kommt es sehr, sehr drauf an, welche Abstände die haben, Genau. wie tief die sind, Genau. wie die Schrägung innerhalb der Bohrung ist, ob die Blockflöte gut gestimmt klingt. So ist es, genau. Kann man nicht einfach irgendwo reinbohren, sondern das ist schon eine Wissenschaft für sich. Hier sieht man schon mal genau ein bisschen weiter gearbeiteten Kopfteil. Aha. Da ist schon mal der Punkt, wo nachher der Ausschnitt des Labium, ne? Hier, genau. Und jetzt bin ich gespannt, wie diese Schrägung hier genau, die kommt, aber hier haben wir erstmal die Bohrung. Da ist schon mal die Aufnahme für den Block. Das ist ja der Block hier, genau, für diejenigen, die sich da nicht so auskennen. Genau. Noch ist es rund, also so fußet man, dann bläst man ungünstig rein. Kein Schnabel. Nachher der Schnabel wird auch noch gemacht. Jetzt, da fliegt ein Block. Genau, der ist lose. Hier, das ist der Block lose. Die ist jetzt schon so aufgebohrt, dass da ein Block reinpassen würde. Das ist wieder eine Birnbaumflöte und das ist der aus Zedernholz. Ja, das ist ganz hartes Holz, ne? Genau. Das Zedernholz. Damit der nicht so aufquillt, der würde jetzt hier, vielleicht andersrum, genau, hier so reinpassen. Weil wenn ich den nicht drin habe, ich puste rein, passiert nicht viel. Nicht viel. So, und jetzt, oh, laut. Ist noch kein Feinschliff. Ist noch nicht, genau, das wäre der Block und so könnte man erstmal einen Ton erzeugen. Aber das wäre sehr, wie hast du das jetzt angeblasen? Hast du eine hier oben rein einfach. So, da musst du von oben blasen. Ja, genau, weil es ist halt der Schnabel noch nicht da. Hier sieht man von einer anderen Firma auch so eine Flöte fertig mit dem Block drin. Und dann ist hier angezeichnet, wo dann nachher der Schnabel rausgefräst wird. Kann man auch schon reinpusten. Und sobald es dann abgefräst oder gesägt wurde, hat man nämlich ein normales Mundstück habe ich nicht. Das hast du. Die ist aufgesägt, die ist vom Prinzip fertig gewesen. Da kann man mal reingucken, dass man hier die Innenbohrung hat. Und das Spannende, also man sieht ja hier wunderbar, weil das ist Ahorn und dann sieht man den dunkleren Zedernholzblock. Hast du die selber auseinandergesägt? Nein, die kann man so beim Ehestreit. Die blöde Flöte. Genau. Achso, Nein, genau, kann man natürlich auch nicht spielen drauf. Und sehr schön eigentlich zu erkennen ist, dass da wo man reinpustet, ist der Windkanal, dass der am Anfang immer noch ein bisschen größer ist und zum Ende hin schmaler wird. Und da hat man ganz oft den Effekt, wenn die Kinder ihre Pausenbrote essen und dann auch Krümel im Mund haben und da reinpusten, dann können die sich halt da verfangen. Also immer schön mit sauberem Mund in die Flöte reinpusten und man erkennt auch wunderbar diese scharfe, ich hoffe, das sieht man jetzt so, die scharfe Kante von dem Labium. Dass das eine ganz, ganz feine, dünne Kante ist, wo denn die Luft, also der Ton entsteht, weil ja ein Teil darüber, ein Teil rund in die Flöte reingeht und das ist ja wichtig, dass diese Kante unversehrt ist, dass sie sich nicht verbiegt oder dass man da nicht irgendwie reinpiekt und man eine Delle hat. Weil oder so die Flöte ich kann es gar nicht alleine. Nein. Und dann mit dem Nagel hier beschädigt. Genau. Ne? Also wenn denn, ich sage mal oben rauf, wenn man unbedingt was machen will, kann man ja so reinfahren. Aber ich mache das sowieso, ich puste da eh nicht rein. Genau. Dran ziehen. Reinpusten, aber das mache ich auch nicht. Nee, ich mache das immer immer zurück. Hier. Genau. Dann kriegst du das aber jetzt ab. Genau. Hier sieht man schön die Geometrie von einer Flöte. Super. Hier ist nochmal 2 Blöcke. Das ist nochmal so einer, der reingeschlagen wird, der noch nicht abgefräst ist von der Sopranflöte. Der also noch nicht diese Rundung genau. hat. Genau. Und das ist jetzt hier von einer Altblockflöte ein Block. Der war die Flöte sozusagen schon fertig und der ist dann einfach nur aus dem Kopf rausgeschlagen. Und dann sieht der so aus. Ja, und der Block wird ja nie reingeleimt. Normalerweise. Nein, der wird nur reingedrückt. Der ist quasi nur reingedrückt. Genau. Und man kann den auch rausnehmen, wenn die Blockflöte ganz, ganz trocken ist, lange nicht gespielt. Und dann kann man das hier ein bisschen reinigen, diese Kante. So ist es, genau, hier diese Blockbahn. Aber genau. Ups, das war jetzt mein Fußstück. Den Block nochmal exakt reinzukriegen, dass er genau sitzt, ist nicht ganz so einfach. Genau, ne? ist schwierig. Ja. Genau, würde ich dem Flötenbauer überlassen. Wenn was ist. Oder sehr oft schon probiert haben mit sowas, wie du hast. So eine Sache, wo nichts passieren kann. Genau. Ja, vielen Dank, Bettina, in diese buchstäblichen Einblicke in die Blockflöte und wie die gebaut wird. Du bist ja keine Blockflötenbauerin, aber du bist, glaube ich, Ingenieur. Ich bin auch, ne? genau, Feinwerktechnik, Diplom-Ingenieur, genau. Von daher, genau, das Hand- und Fußstück, was du uns zeigst. Und
Und ja, also vielen Dank. Ich denke, das haben noch nicht viele so gesehen, diesen Einblick ins Innere. Dankeschön, Bettina. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt Bettina in den Kommentaren. Genau. Ja. Und ja, wenn es euch gut gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch oder mir. Der ist dann auch für dich, ne? Ja, genau. Ja, und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blogfilmkanal. Bis dahin. Tschüss, tschüss.